In dem Münchner Café Marais trifft meine Familie und ich Küchenchef Jörg Götte, die junge Foodbloggerin und Weltenbummlerin, die extra aus Luxemburg angereist ist, um mit ihr über die Welt des Bloggens zu reden und um gemeinsam ihre Lieblingsrezepte für den Frühling zu kochen. Hallo Jörg. Hallo. Schön, dich zu Mensch. sehen. Ja, komm, setz dich. Ich habe schon mal einen Kaffee bestellt. Perfekt. Setz dich mal. Also, schönes Kaffee hast du ja ausgesucht. Schön, ne? oder? Ja. Ich meine, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich immer auf der Suche nach besonderen Cafés. Und als ich letztes Mal in München war, habe ich das entdeckt und dann habe ich mir gedacht, das muss ich dir zeigen. Ja, aber als ich hier reinging, habe ich gedacht, okay, ja, könnte passen. Ja. Das ist ja schon einiges. Aber hier holst du ja auch Inspiration oder auch mal Equipment, alles für deinen Blog, oder? Die haben eine wunderschöne Sammlung einfach an unterschiedlichen Teetassen und an kleinen Etageren. Und darauf kann ich natürlich mein Essen, das ich fotografiere für den Blog, wunderschön fotografieren und auch stylen. Jörg, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Ah, ja. Mein Buch. Theresas Küche. Ja, das ist schön. Aber hier ist auch sehr viel Deko auch drin, ne? Ich habe ja vorher auch schon mal reingeschaut. Ja, beides. Also es ist diese Mischung aus Rezepten und gleichzeitig aber auch schönen Dekorationsideen, wie ich den Tisch dekorieren kann und ich es mir schön in der Küche mache. Genau. Und das machst du alles selber? Ideen. Alles selber? Das ganze Also Food-Styling und so weiter auch? Die Bilder habe ich nicht selber fotografiert, da habe ich zusammen mit einer Fotografin gearbeitet, ja. aber für meinen Blog fotografiere ich selber. Ja. Das heißt, sieht es tatsächlich so aus, dass ich als erstes überlege, was möchte ich gerne machen, was mache ich für ein Rezept. Und dann mache ich mir Gedanken, wie ich es fotografiere und bin dann unterwegs, wie zum Beispiel hier in dem Café und suche mir besondere Teller aus oder eine Etagere und überlege mir, wie ich das anrichten kann. So Jörg, ich glaube, bevor wir uns jetzt hier verquatschen, zeige ich dir mal ein paar Sachen. Vielleicht entdecken wir doch was für die Küche, was wir nachher mit nach Hause nehmen können. Ja, das ist gut. Wir wollen ja noch schließlich ein bisschen kochen. Ja, und das vielleicht auch schön präsentieren. Ja. So, Theresa, du gehst ja nicht nur gerne hier so in alte Cafés oder Läden stöbern, sondern auch auf Märkte, oder? Ja, also wenn ich in unterschiedlichen Städten bin, dann ist es immer das Erste, was ich suche. Ich schaue immer, wo ist der Markt und da inspiriere ich mich. Gerade jetzt im Frühling, schau mal, dann gibt es so viele unterschiedliche Kräuter und Gemüse und Sachen. Also es ist unglaublich. Und dort inspiriere ich mich dann. Ich darf nicht hungrig auf den Markt gehen. Sonst kaufe ich alles ein. Ja, genau. Aber dann so entscheide ich dann und inspiriere mich, was ich koche. Und hier in Orten wie in diesem Café schaue ich dann, wie ich es fotografieren kann. Schon Theresas Mutter und Großmutter waren kochbegeistert. Von ihnen hat sie die Freude am Kochen geerbt. Das Auge ist mit und deshalb ist die richtige Präsentation der Gerichte für Theresa sehr wichtig. Wäre die nicht schön für die Financiers? Ich dachte, wir machen zusammen Financiers mit Erdbeeren. Financiers sind so kleine Küchlein, So kleine oder? französische Mandelküchlein. Aha. Und da ist dann in der Mitte eine Erdbeere. Und die setzen wir dann hier drauf. Die ist so wie gemacht. Guck mal, was sagst du zu dieser Sammeltasse? Magst du mir? Schön. Ja. Also ich würde sagen, die kommen auch mit. Die kommen auch mit? Ja. Ich bin nicht nur auf der Suche nach Tellern, auch wo ich Sachen präsentiere, sondern ich freue mich natürlich auch, wenn ich in der Küche bin. Zum Beispiel nutze ich dann solche Schälchen und mache da das Mehl rein oder meine Zutaten. Oder die Erdbeeren. Weil das ist ja auch für dein Foto interessant, oder? Ich meine, das erwartet man ja auch bei dir. Nicht so eine olle, schnöde Glasschüssel, sondern die Zutaten müssen schon so ein bisschen dekorativ präsentiert werden. Ne? Nicht wie im Studio, sondern immer genau dieses romantische. Und jedes ist anders. Das heißt, ich habe zu Hause natürlich eine große Sammlung. Wie sieht denn eigentlich deine Küche zu Hause aus? Wie hier? Oder? Schön, dass es wie hier aussieht. Aber ich habe in der Tat auch einen großen Schrank mit ganz vielen unterschiedlichen Requisiten. Und ich habe noch ganz viel von meiner Großmutter. Und das sammle ich dann alles und verwende das. Und jedes Mal ist es anders, ja. Jörg, da haben wir doch eine schöne Auswahl getroffen, oder? Ja, herrlich. Ja, dann können wir jetzt auch ins Kochstudio fahren. Wir haben ja noch viel vor. Auf jeden Fall. Ja, zahlen wir und fahren los, ne? Nach einem erfolgreichen Einkauf von hübschen Antiquitäten gehen Theresa und Jörg ins Kochstudio, um sich an ihr erstes Rezept zu machen. Aus den Zutaten Honig, Toastbrot, Ziegenkäse, Thymian, Basilikum und Erdbeeren werden kleine Amüsebouche. Dazu gibt es angebräunten Toast mit Ziegenkäse und Erdbeeren. Okay, Theresa, jetzt waren wir shoppen und jetzt geht's mal... Legen wir los. Jetzt legen wir los. Du hast hier ja wunderbare Rezepte aus dem Buch ausgesucht. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen ein Amüsebouche. Du musst dir vorstellen, das ist so ein Gaumenkitzler. Ja? Und die Freunde sind eingeladen. Und sie standen vielleicht im Stau, hatten Stress auf der Arbeit. Und dann kommen sie zu dir. Und wenn sie dann so einen warmen Gaumenkitzler bekommen, dann sind sie angekommen, das Herz ist erwärmt. Und zwar ist ja jetzt Erdbeerzeit, genau, du hast schön ausgesucht. Und da machen wir jetzt etwas mit Erdbeeren und Ziegenkäse in 2 Variationen. Soll ich die einfach grün Ja, und durchschneiden? einfach das Grün abschneiden, genau so. Genau. Und wir machen das einfach hier in das Schüsselchen rein. Ja, genau. Wie klein, groß Schau mal, möchtest du? einfach zack, zack. Ah, ja. Wir teilen hier kriegen das
Ja, das gemeinsam teilen zu wir. kochen, finde ich, ist doch auch was Schönes. Ja, Eben. schön. War das in deinem Buch eigentlich auch so eine Passion, gemeinsam alles Genau, zu kochen? es heißt ja Weil du hast Thereses Küche kochen mit Freunden. Und das eben dieses gemeinsam, die Freunde kommen und wir bereiten zusammen vor, schnibbeln zusammen und nachher essen wir gemeinsam. Das ist was Schönes. Also mein Prinzip ist einfach diese einfache, unkomplizierte Küche. Das Kochen, das kam ja bei dir auch so aus den Generationen heraus, oder? Deine Großmutter fing damit an. Wir sind eine Horde voller Foodbegeisterte. Das heißt, meine Brüder kochen auch und es wurde immer zu Hause gekocht. Warte, ich nehme dir das hier mal weg. Ich nehme jetzt So. hier ein bisschen Honig, Ja. denn das verleiht dem Ganzen ein tolles Aroma. Ja, Dadurch- das stimmt. Soll ich den Thymian schon machen? Ja, gerne. Du kannst den direkt hier reinzupfen. Einfach so kleine Blätter. Ich rühre das jetzt mal hier so ein bisschen um. Und jetzt gebe ich noch frischen Pfeffer dazu. Das verleiht dem Ganzen dann so eine Schärfe. Und das ist jetzt total einfach, ja. Also wir haben jetzt einfach nur die Erdbeeren. Das ist total einfach, geschnibbelt, das stimmt, ne? ja. Das ist jetzt, und das Geniale ist, deshalb ist es super geeignet für spontane Einladungen. Das heißt, Erdbeeren hast du vielleicht da. Im Herbst mache ich das Ganze mit Birne. Ja, aber das ist ja auch, Erdbeer ist ja auch da recht vielseitig. Man kann da ja auch schon ein bisschen herzhaft, ne? Thymian ist ja so ein bisschen herzhaft, Pfeffer dabei, Ja, man wird es- Süßliches. Ja, Sonst würde man gar nicht unbedingt glauben, dass Pfeffer da so gut dazu passt. Aber ich finde auch mit dem aber es Thymian... passt gut. Ja. So, das ist alles Das gebe ich schon? jetzt hier einfach rein. Und jetzt Ziegenkäse. Schau mal, hier haben wir doch das hier gefunden. Genau. Sehr Und den drücken wir jetzt einfach da drauf. so. Hast du den Herd schon an? Der glüht. Der glüht schon, Fall. okay. Das kommt nämlich so dann einfach auf den Grill. Ja, aber du hast ja schon eben schon gesagt, das Kochen, das sitzt dir im Blut oder das Backen? Ja, genau, das ich kam bin aus halt so aufgewachsen. Ja, Großmutterzeiten. ich sag immer, ich war mit 6 Jahren war ich die Hefeteigspezialistin. Dann bin ich morgens aufgestanden und habe schon Brötchen gebacken und habe halt von klein auf immer stand ich mit in der Küche und habe halt geschaut und als Studentin habe ich dann auch viel gekocht und so kam das, dass es einfach mein Hobby ist und mir das so viel Freude bringt und so habe ich dann mein Hobby zum Beruf gemacht. Nach reichlich Ziegenkäse verfeinert Theresa die Amüsebouche mit flüssigem Honig. Anschließend wird das Ganze für ein paar Minuten überbacken. Dann schiebe ich das mal im Ofen und dann haben wir ja noch was. Ja, was du als jetzt machen wir Amüsbusch noch hast, ne? einen Toast. Ja. Auch ein warmer Toast und da wird innen Ziegenkäse reingestrichen. Mit Basilikumblättern wird es belegt und wir geben auch noch ein bisschen Erdbeere dazu. Wir nehmen jetzt einfach hier den und schneiden die Rinde ab. Oh ja. Aus der Rinde kann man noch so kleine Croutons machen, das heißt, das muss man nicht wegschmeißen. Manchmal findet man ja auch Toast ohne Rinde, aber ich finde, der ist nicht so leicht zu finden und dann schneidet man es einfach ab. Ja, aber die sind doch gut hier. Oh, warte, da habe ich noch was dran gelassen. Nicht, dass ich noch Ärger kriege. Und das ist jetzt ganz So. einfach, das wird jetzt einfach mit Ziegenkäse bestrichen. Und du hast ja hier schon so schön. Ja, warte, darf ich hier mal ganz ran? Hast du das extra liebevoll für mich jetzt schon hier dekoriert? Wusstest du, dass eine Frau in deine Küche kommt? Sehr schön. Konnte gar nicht anders nach dem Deko-Besuch heute Morgen. Genau. Das kann man aber auch gut vorbereiten, oder? Kann man auch gut vorbereiten. Und das wird dann auch in letzter Minute, wird das dann in der Pfanne gebraten. Ja, ist das denn auch so ein Credo im Buch gewesen? Gut vorzubereiten auch? Gut oder? vorzubereiten und ich habe auch ein Kapitel, das heißt spontane Gästeeinladungen. Das sind wirklich Rezepte, die einfach super dafür geeignet sind, Ja. die unkompliziert sind, nicht lange dauern und auch gut für die Alltagsküche geeignet Ja. sind. Also eigentlich ist das Buch auch so aufgemacht. Das sind lauter Rezepte, die mich durch das Jahr begleiten. Der Frühlingstoast braucht jetzt nur noch Basilikum, Erdbeeren und ein bisschen Pfeffer. Als nächstes werden die fertig belegten Toastbrote in einer Pfanne mit bereits heißem Ghee angebräunt. Theresa, du bist ja in Hamburg geboren, glaube ich, ne? Ja. Aber dein Ursprung oder so deine Wurzeln kommen aus dem Süden, oder? Mein Vater kommt aus Hamburg und meine Mutter kommt aus Süddeutschland. Insofern habe ich die Kindheit auch immer in Süddeutschland verbracht, bei den Achso, dein Großeltern. Vater ist runter in den Süden. Na, ich bin im Norden aufgewachsen und bin in den Ferien immer nach Süddeutschland gefahren. Und meine Großeltern hatten immer Streuobstwiesen. Das heißt, ich war dann im Sommer war ich bei der Mirabellenernte dabei und habe auch meiner Großmutter natürlich immer in der Küche auch geholfen. Und wir haben Dampfnudeln gemacht und zusammen gekocht. Und Ja, weil das ist ja typisch süddeutsches Gericht auch. Dampfnudeln, ja. Das war das erste Gericht auf meinem Genau. Blog. Du hast ja schon mal ein Kochbuch gemacht. Das ist ja dein zweites Kochbuch schon, ne? Ja, das erste Ja. Kochbuch, es war ja immer mein Traum, ein Kochbuch zu machen. Das Ja. erste Kochbuch war ein kleines Buch über Shortbread. Ich liebe dieses buttrige Gebäck aus Schottland Genau. und ich bin ein großer Schottland-Fan. Und so ist dann die Idee entstanden und dann habe ich zusammen mit meiner Mutter ein kleines Buch gemacht und daraus sind 28 kleine Shortbread-Rezepte Shortbread-Rezepte. entstanden. Aber das ist schon dein Steckenpferd, also Reisen und dann... Reisen und Rezepte machen, genau. Ja, das heißt, ich bin immer unterwegs und berichte dann auch eben auf meinem Blog. Ich würde sagen, das ist jetzt schon fertig. Wir wollen es nicht zu dunkel machen. Ja, genau.
In der Zwischenzeit kann Jörg schon die Amuse-Bouche aus dem Ofen holen. Hier sollte der Ziegenkäse ganz leicht geschmolzen sein. Die Toastbrote nur noch schnell in mundgerechte Stückchen schneiden und los geht's. Also ich bin gespannt, was du sagst. So schmeckt der Frühling. Das ist herrlich, ja. Basilikum, Ziegenkäse und die Erdbeere dazu. Und jetzt natürlich auch das Schälchen. Die ist hinterher, da brauchen wir einen Löffel, ja. Das mit dem Honig, das Süße, mit dem Thymian, Traum. Ein Einfach Traum. dieser Kontrast aus beidem. Also Theresa hat ja ihr Motto, folge deinem Herzen. Und Kochen ist für sie ja auch eine Leidenschaft. Sie macht viel mit einfachen, natürlichen, guten Zutaten. Und das merkt man bei ihr auch, dass sie einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt. Und das schmeckt man auch. Ich würde sagen, meine Küche ist eine sehr einfache, unkomplizierte Küche. Ja, das heißt, es soll immer ganz schnell gehen. Und ich koche am liebsten mit regionalen, saisonalen Produkten. Das heißt immer das, jetzt im Moment gibt es Erdbeeren, es gibt frische Kräuter. Ich gehe über die Märkte und dann kaufe ich das ein, was mich anlacht und bereite daraus was Einfaches zu. Also es ist eine Küche, die mich wirklich durch den Alltag begleitet. Schnell, einfach und leicht. Für dieses Frühlingsrezept werden geschnittene Erdbeeren mit Thymian, Pfeffer und Honig in kleine Schälchen gegeben. Das Ganze wird mit Ziegenkäse belegt und kurz im Ofen gegrillt. Parallel werden jeweils 2 Toastscheiben mit Ziegenkäse bestrichen. Darauf kommen Erdbeerscheiben, Basilikum und etwas Pfeffer. Nun die Toasts mit Ghee in einer Pfanne anbräunen. Jetzt, liebe Theresa, geht's für dich ans Eingemachte mit den Fragen aus der Redaktion. Du lebst quasi im Zentrum Europas, in Luxemburg, bist aber regelmäßig in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. In welchem Land fühlst du dich am wohlsten? In Europa. Das hast du schön gesagt. Genau, ich fühle mich überall am wohlsten, ja. Welche geheime Zutat sollte in keiner Küche fehlen? Ich koche ganz viel mit Zitrone, mit Zitronenzesten. Ja. Das gibt immer noch so mal so den letzten Schliff. Aber was darf nicht fehlen? Fleur de sel. Fleur de sel darf nicht fehlen. Also ich glaube, in allen Gerichten, manche auch in süßen Gerichten, Ja, kommt so genau. eine kleine Prise von dem Salz aus Noirmoutier drauf. Das bringe ich dort immer von den Ferien mit. Ah ja, ja, schön. Leber ist nicht so sein Fall. Hast du trotzdem schon mal eine gekocht? Nee, habe ich noch nie gemacht. Habe ich mich nicht dran gewagt. Ja. Ich mochte, bei meinen Großeltern gab es immer. Aber ich habe es nicht so gerne gegessen und deshalb habe ich es nie ausprobiert. Kommt noch. Kommt vielleicht noch irgendwann, ja, wer Genau. weiß. Womit kann dich ein Mann kulinarisch verführen? Oh, indem er sehr gut kochen kann. Mit allem. Aber ich glaube, Außer Leber. jeder kann mich dann verführen, wenn etwas von Herzen kommt. Und das spürt man. Und das kann auch einfach eine Tomatensauce sein mit Pasta. Aber man spürt die Liebe, die in dem Gericht steckt. Das hast du schön gesagt. Jetzt ist Jörg dran. Für sein Rezept benötigt man Erdbeeren, Milchreis, Kiwi, Pfefferminze, Orange und Kokosmilch. Daraus zaubert er fruchtig asiatisches Erdbeersushi. Jörg, was machen wir jetzt? Jetzt, Theresa, kochen wir Milchreis für unser Erdbeersushi. Das hört sich aber toll an. Okay, und dann Und zwar füllst du es füllen noch wir mit den was? mit, genau, mit Erdbeeren, ja, gute Frage, und Orangen. Dazu machen wir was Grünes, also nicht Wasabi, sondern eine Kiwi-Soße. Sehr genial. Toll. Genial. Ja, Sushi als Süßes. Ich bin Genau. gespannt. Dafür kannst du mir schon mal die Orange filetieren und ich setze mal schnell den Milchreis an. Eine Mischung aus Milch und Kokosmilch gibt einen leichten asiatischen Touch und macht den Milchreis cremig. Das Mark einer Vanilleschote wird dazugegeben. Ein Tipp von Jörg: Wenn Sie die Vanilleschotenschale mit auskochen, intensiviert sich das Aroma. Brauner Zucker mit einem kleinen Stück Zitronenschale werden nun zusammen mit dem Milchreis im Topf aufgekocht. Anschließend muss man das Ganze für 25 Minuten ziehen lassen. Aber wo wir jetzt hier gerade so beim Kochen sind, jetzt erzähl mir doch mal ein bisschen was über deinen Blog. Über meinen Foodblog, wie das Über gekommen deinen ist. Foodblog, ja, ja, wie das ich gekommen hatte ist. schon lange das gesehen. Ein Ja. Foodblog ist jetzt so etwas wie ein kulinarisches Tagebuch im Internet. Ja, das heißt, ich erzähle Ja. dort über meine Erlebnisse in der Küche und stelle Rezepte vor und schreibe auch über meine kulinarischen Reisen, wenn ich unterwegs bin, und berichte darüber. Und alles hat begonnen mit einer Kamera, die ich geschenkt bekommen habe. Und dann Ja. bin ich einfach, habe ich begonnen, habe Bilder gemacht, habe dazu geschrieben, habe eine
Webseite gebaut und dann ist sie am 23. Februar 2013 online gegangen. Das heißt, das ist ja noch gar nicht so lange. Das ist noch gar nicht so lang und das ging dann relativ schnell. Es wurde dann beim Zeit-Online-Magazin vorgestellt und so kamen dann die ersten Kolumnen. Ach, das heißt, das ist hauptberuflich jetzt? Ich mache das hauptberuflich, genau. Ja. Also das heißt, mein Foodblog ist so etwas wie meine digitale Visitenkarte. Dort zeige ich, was ich mache. Wie muss man sich so einen Tagesablauf bei dir vorstellen? Meistens beginnt der Tag immer erstmal mit einer guten Tasse Kaffee. Und im Frühling ist es so, dass ich mir morgens einen Saft mache und dann gehe ich raus in den Garten und sammle lauter verschiedene Wildkräuter und mache mir daraus einen grünen Smoothie. Und machst du das, also veröffentlichst du das dann auch Das mache ich dann für mich. Nein, das ist dann privat. Und dann starte ich. Und oft gehe ich danach auch erstmal einkaufen. Und dann komme ich mit einer großen Tasche voller Zutaten nach Hause. Und dann bereite ich das Essen zu und fotografiere es. Kann man vom Foodblog leben? Also ich meine, für viele ist es ja so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache einen Blog. Ja, und dann verdiene ich Geld. Vom Foodblog alleine kann man nicht leben. Ja. Also ich lebe von meinem Foodblog nicht, sondern... Aber es gibt Leute, die davon leben. Es gibt Leute, die davon leben, die dann unterschiedliche Kooperationen auch mit Unternehmen machen und mit Marken. Das mache ich nicht, weil ich ganz bewusst unabhängig sein möchte und auch als Journalistin arbeiten möchte. Und deshalb arbeite ich für Magazine. Also wie sollte ich meinen Job beschreiben? Ich würde sagen, ich bin Foodbloggerin, Journalistin, Foodstylistin, Fotografin, Filmautorin und Moderatorin. Also diese Vielseitigkeit und all das stellt auch so meinen Alltag dar. Das heißt, jeder Tag ist nie gleich. Das heißt, einmal arbeite ich für ein Magazin und so habe ich eben verschiedene Magazine, für die ich eine Kolumne schreibe, regelmäßig. Das heißt, du finanzierst sie damit deinen Blog? Genau, damit finanziere ich mir sozusagen meinen Blog. Als Wasabi-Ersatz püriert Theresa Kiwi, Zucker, Orangensaft und etwas Minze zu einer grünen Soße. Jetzt kann der lauwarme Milchreis ausgerollt werden. Mein Spruch lautet tatsächlich, folge deinem Herzen. Ja, mach das, was dich glücklich macht und trau dich auch. Ich habe ja vorher nie fotografiert und ich bin einfach rein ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe auch vorher nicht fürs Fernsehen gearbeitet, stand nie vor der Kamera und habe es einfach probiert. Das ist dann am Anfang so dieser kurze Schock, wenn man kurz ins kalte Wasser springt. Ja. Und dann kommt man wieder raus und so lernt man auch schwimmen. Und es bringt unglaublich viel Freude, also auch diesen Mut dafür zu haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du machst das ja auch mit deiner Euphorie. Die merkt man ja auch direkt. Und das Kochen, ich meine, das Kochen, hast du das auch so learning by doing? Weil du bist jetzt keine gelernte Köchin, sondern du hast dir das alles so beigebracht. Genau, ich habe mir das alles beigebracht, habe es eben zu Hause auch gelernt, weil ich immer auch zu Hause in der Küche stand und für andere gekocht habe. Ich habe noch 2 Geschwister, das heißt, wir waren 5 Leute in der Familie. Insofern koche ich immer für viele Leute. Es fällt mir sehr schwer, nur zu zweit zu kochen. Mache ich immer große Portionen und muss die Nachbarn noch einladen. Deshalb auch kochen mit Freunden oder für Freunde, Genau. Und holst du dir dann die Anregungen zum Kochen ganz unterschiedlich. Über deine Reisen dann Über auch? die Reisen, genau. Jedes Mal, wenn ich auch unterwegs bin, bekomme ich neue Ideen. Deshalb ist es auch ganz wichtig, dass ich immer auch regelmäßig im Jahr auch in unterschiedliche Städte fahre. Und es ist total spannend auch zu sehen, was andere bewegt und was es für neue Trends gibt. Und sich so Ideen dann zu holen. Oder ich lese auch ganz viele Kochbücher. In Paris war es immer so, da bin ich dann immer in ein Geschäft gegangen und war 2 Stunden dort und habe mich dann dort in der Kochbuchabteilung vergraben und einfach nur Kochbücher gelesen, was total schön ist. Ist die französische Küche denn auch so ein bisschen mehr so dein Steckenpferd? Ich liebe Frankreich und bin tatsächlich auch jedes Jahr verbringe ich die Ferien in Frankreich. Genau. Du wohnst auch in Luxemburg, Ich wohne in Luxemburg, genau. Also was auch sehr frankophil auch geprägt ist. Die französische Küche ist ja Weltkulturerbe, aber manchmal kann es auch, die Haute Cuisine kann auch sehr kompliziert sein. Ja, diese die französische Küche. Ja, genau. Ich meine, da quasi, ist wo alles großartig. anfing, aber auch da auch, suche ich mir eben Ideen raus und integriere das in meine Küche und bevorzuge aber da tatsächlich die einfachen Gerichte, die schnell gehen und unkompliziert sind. Und jetzt fangen wir mit unserem Sushi an. Und wie beim richtigen Sushi, dass man unten nur das unterste Drittel. So, und hier drücke ich einfach so ein bisschen so eine kleine Mulde rein. Und hier in meine Mulde nehme ich mir jetzt Erdbeeren und Orangen und die lege ich da rein. So, und dann, hier, das nehmen wir auch mal weg, das Ganze dann halt so rüberziehen. Genau, das ist schon gut. Draufklappen und dann gleichzeitig rollen und so, dass es dann hier abschließt. Und dann ein bisschen mit den Fingern nachhelfen. So. Aber einrollen ohne Plastik, weil schmeckt ja nicht so gut. Ist ja total einfach. Ja? Mensch. So, und das kann man nämlich jetzt schön formen. Und machst es aber mit der Folie dann jetzt in den Kühlschrank? Genau, mit der Folie in den Kühlschrank, weil das muss jetzt ein bisschen auskühlen. So.
Passt rein. So, 30 Minuten ungefähr und dann können wir es, denke ich, mal schneiden. Perfekt. Die Deko-begeisterte Theresa hat sich für Jörg etwas ganz Besonderes ausgedacht und zeigt ihm, wie man schnell, easy und sogar als Mann eindrucksvolle Serviettenringe bastelt. Das begeistert sogar Deko-Muffel Jörg. Wir nehmen jetzt einfach so 2 Drähte. Ich schneide jetzt mal was ab. Kann ich schon irgendwas machen? Serviettenrollen oder so? Noch nicht. Ja, du könntest schon so kleine Blümchen abschneiden, wenn du magst. Wir brauchen die ganz kurz. Und da habe ich jetzt den Draht einfach so genommen, ne, ungefähr so lang. Und dann nehme ich jetzt einfach die Spitze und die drehe ich jetzt hier so ein bisschen um. So kann ich dann... Das ist jetzt für dich, das gebe ich dir mal. Ja, genau. Danke. Und das mit den Blumen ist sehr schön. Ja, genau, auch immer die Spitzen. So einen mini kleinen Stiel kann man noch lassen. Du hältst jetzt so den Draht in der linken Hand. Und dann mache ich jetzt hier auf den rechten Draht, lege ich die Blüte drauf. Und dann wickle ich es einmal hier rum. Auf den rechten Draht die Blüte. Ja, und jetzt mit dem linken Draht Mit dem rumwickeln. linken Draht. Fest, um den rechten drum wickeln. Ach so. So. Genau, ja, und jetzt wieder rum auf die andere Seite. Und jetzt kann man eben dann erst rosa-weiß, das heißt, als nächstes nehmen wir jetzt eine weiße Blüte und legen die bisschen aber im Abstand wieder da dran. Auch auf den linken Draht. Auch auf den rechten Draht. Weißt du? Ja, Du hast sozusagen immer den rechten. So. So. Ja. Du machst das richtig toll. Findest du? Ja. Und man kann sich auch ins Haar machen. Ja, gut. Aber das würde ich dir jetzt Das nicht würde ich empfehlen. bei mir weglassen, aber ansonsten... Das ist ein Mädchenthema. Ach. Schau mal, Jörg, ich habe jetzt hier schon so einen Halbkreis. Und ich würde Ja, sagen... ich auch fast. Du auch fast. Perfekt. Und dann nehme ich mir jetzt hier die Serviette, lege das da drüber und dann gebe ich es durch die Öse. Mensch. Und so hat man eine wunderschöne Deko, passend zu unseren Erdbeerrezepten. So, ciao. Ja. Ist halt ein bisschen anders. Die Zeit haben die beiden perfekt genutzt, denn jetzt ist auch das Erdbeersushi fertig und es geht ans Schneiden und vor allem ans Probieren. Das ist halt wirklich wichtig, dass es schön durchgekühlt ist, weil so kann man es dann auch besser schneiden. Genau. Und hier haben wir jetzt ja auch noch ein bisschen die Kiwisoße. Und jetzt gebe ich einfach hier so ein bisschen oben drüber. Schau, dann kannst du das nämlich gleich so zack in den Mund stecken. Für mich mache ich auch einen. So. Perfekt. Und jetzt einfach so direkt? Ja, direkt. Direkt. Rein in den Mund. Genau. Also, Also Mal dieser richtig lecker. Kokosmilch und die Minze hier drin. und die Minze dazu, genau die hat so was Erfrischendes, Fruchtiges, ist eben nicht so süß. Und der Kontrast ist der Hammer. Wenn das Ja. kein Frühlingsmenü ist hier. Das Erdbeersushi kam bei Theresa richtig gut an. Dazu werden Erdbeeren und Orange klein geschnitten, der Milchreis mit Kokosmilch zieht währenddessen im Topf. Wenn er fertig ist, wird er wie normaler Sushi-Reis ausgerollt und mit den Früchten gefüllt und zusammengerollt. Statt Wasabi püriert man Kiwi, braunen Zucker und Minze zu einer säuerlich erfrischenden Soße. Es hat mir so viel Spaß gemacht, denn er hat ein Sushi gemacht und ich habe noch nie Sushi gekocht. Die asiatische Küche ist nicht so meine, die werde ich jetzt erst noch neu entdecken. Und das werde ich definitiv nachmachen. Also es war unglaublich köstlich. Also mit Theresa zu arbeiten, das ist total lustig. Sie hat so viel Spaß am Leben, am Kochen, an allem, was sie macht. Und das überträgt sich auch, sodass ich quasi auch schon fast Lust zum Dekorieren hatte. Die Zutaten für das letzte Rezept: Eiweiß, Erdbeeren, Zucker, Butter, gemahlene Mandeln und Weizenmehl. Das traumhafte Ergebnis: kleine Financiers mit einer Erdbeere im Herzen. Aber bevor wir damit anfangen, habe ich hier schon mal einen kleinen Tee Ach, sehr vorbereitet. schön. Ne? Schau, Perfekt. habe ich extra hier mit dir die feinsten Tassen gekauft. Und? Feiner Darjeeling. Ah, herrlich. Wir Genau. fangen an. So. Und zwar verwende ich dafür eine Nussbutter. Denn Ja. die Nussbutter ist ja so besonders aromatisch, da karamellisiert dann der Milchzucker in der Butter. Das Guck mal, gebe ich und jetzt in mal hier dieser rein. tollen Schale habe ich schon mal die Erdbeeren. Und die sind leicht angefroren. Sehr gut. Denn dadurch versinken die nicht so arg. Mhm. Und gerade wenn die Erdbeeren dann auch gebacken werden, laufen die nicht so auseinander, sondern bleiben so in sich. Genau. Das heißt, da schneiden wir einfach das Grün ab und die bleiben. Genau. Und so gar- machen wir sie da drauf. Genau. Ich gebe jetzt das alles hier in eine Schüssel und rühre das um. Man braucht ja auch kein Rührgerät oder irgendwas, sondern Genau. das ist jetzt einfach hier die trockenen Zutaten. Und dazu gebe ich jetzt das Eiweiß. Das muss auch nicht geschlagen werden. Kommt so rein. Das kommt so rein und wird so einfach reingerührt. Ja. Sehr gut. Okay.
Easy peasy. So, die Erdbeeren sind fertig. So, was macht die Butter? Das so. riecht jetzt schon richtig gut. Oh ja, das ist super. Ja. Die kann Magst man- du es reingießen und dann kann ich rühren? Was hältst Ja, du klar, davon? Ja, kein Problem. Aber über ein Sieb, ne? Über ein Sieb, genau, damit Ja. die Krümelchen nicht da Genau, reinkommen. Achtung. In einen, oder? Ja, Okay, und los geht's. Ja. Oh ja, sehr gut. gut. Schäumt ja Perfekt. weiter. Hm? Aber so muss sein. Das duftet aber herrlich. Jetzt Soll fülle ich ich mal mal- so 2/3 fülle ich jetzt ein. So, Gut. bitte sehr. Danke sehr. So, die müssen gleich 20 Minuten, 180 Minuten, Grad oder genau. so, sind die fertig. Ne? Herrlich. Also auch schnell. Schnelles Gebäck. Ja. Das lieben die Leute. Schau mal, und jetzt geben wir das so einfach in den Ofen. Ja, genau. Genau. Wie gesagt, 180 Grad, circa 20 Minuten. Ne? Und während die Financiers im Ofen gebacken werden, fassen wir noch einmal das schnelle, aber eindrucksvolle Gebäck zusammen. Alle Zutaten werden bis auf die Erdbeere in einer Schüssel vermischt. Die geschmolzene Nussbutter wird untergerührt. Dieser flüssige Teig wird in kleine Förmchen gegossen und als besonderes Highlight wird eine angefrorene Erdbeere in die Mitte gesteckt. Die Küchlein werden jetzt 20 Minuten lang bei 180 Grad im Ofen gebacken. Kommen wir also zum schönsten Teil des Rezepts. Ran an den Löffel. Aber merkst du, der ist so unglaublich saftig einfach durch diesen Mandelteig. Lecker. Mensch, Theresa, schön, dass du da warst. Es hat Und- mir richtig Spaß gemacht mit dir. War echt ein toller Tag. Ja, das fand ich Richtig aber auch. spät ist es schon geworden. Ja, ne? Wahnsinn. Hm? Vergisst man die Zeit. Aber was wir nicht vergessen dürfen, ist Das Buch, das muss ich dir jetzt aber noch signieren. Einmal signieren. Und das Gästebuch haben wir auch noch. Ein schöner, harmonischer und inspirierender Tag geht zu Ende. Die Foodbloggerin Theresa schreibt noch ein paar Zeilen ins Gästebuch. Jörg konnte einiges von ihr zum Thema Bloggen erfahren. Und auch Theresa fliegt mit vielen neuen Anregungen zurück in ihre Wahlheimat Luxemburg. Es hat mir unglaublich viel Spaß Ja, gemacht. mir auch. Ja, es war Komm, echt lass dich noch mal großartig. drücken. Mensch, Und dann- Jörg, Also der Tag mit Theresa, ich fand den sehr inspirierend. Ihre Herzlichkeit, ihre Frische, die sie hier vermittelt hat, die fand ich ja, einfach ansteckend. es war ein total aufregender Tag und es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Wir haben natürlich sehr viel geschlemmt und genossen und es gab verschiedene Gerichte und wir waren in dem schönen Café. Ich habe so viele Eindrücke auch gesammelt und freue mich jetzt auch dann, wenn ich zurückgehe, all das muss ich noch verarbeiten und das war toll. Und nächstes Mal zu Gast bei Jörg in der Meine Familie und Ich Küche, Paul Iwitsch, Küchenchef des vegetarischen Sterne-Restaurants Tian in Wien.